Wenn wir dieses Wissen, was wir jetzt haben, mal zusammentragen zu dem, was wir über den genesenen Status eigentlich wissen, dann wissen wir ja, dass es eigentlich keinen besseren Impfstoff gibt als das eigentliche Virus. Das heißt, es ist völlig üblich, bisher jedenfalls, dass man, bevor man eine Impfpflicht ausspricht, zunächst mal zulässt, zu gucken, ob man denn nicht schon immun ist, weil man durch eine durchlebte Erkrankung eine Immunität erworben hat. Wo aber die ersten Beobachtungen zeigen, dass die meisten Menschen, die also durch die Erkrankung oder die Impfung zu einer erheblichen Schwäche kommen, nach 3 Monaten auch wieder auf ein normales Leistungsniveau zurückkehren. Herzlich willkommen zu einem neuen Video und es soll einmal wieder um das Thema Corona gehen. Meine Patienten stellen mir wiederholt Fragen zu diesen Themen. In Teilen kann ich sie auch beantworten, in Teilen nicht. Und dann möchte ich Ihnen mal meine Gedanken zu diesen Fragen weitergeben. Und wenn Sie dieses Thema interessiert, dann bleiben Sie doch dran. Es geht gleich los. Eine der wesentlichen Fragen, die immer wieder kommt: Wann kommt denn eigentlich der VAL 2001? Gemeint ist der Impfstoff von Valneva. Dabei handelt es sich hier um einen Impfstoff, der aus einem Ganzvirus, Totimpfstoff, hergestellt wird und der mit kleinen Hilfsmitteln für das Immunsystem sichtbar gemacht wird und animiert wird, damit darauf auch eine Immunantwort erzeugt wird. Der große Vorteil dieses Impfstoffs gegen allen anderen, die wir bisher am Markt haben, ist ja der, dass auch Antikörper gegen das Nucleocapsid-Antigen gebildet werden. Bisher ist genau das der Marker, mit dem wir eine durchlebte Infektion von einer reinen Impfreaktion unterscheiden. Trotzdem ist es so, dass wenn jemand, der ungeimpft ist und eine Corona-Infektion durchlebt hat, in der Regel ganz gute Nucleocapsid-Antigen-Titer entwickelt und sehr geringe für das S-Protein. Die klassische Impfung mit den Vektor- und den mRNA-Impfstoffen zielt aber auf die Vermehrung dieses S-Proteins hin. Und da soll eine starke neutralisierende Antwort erzeugt werden und darüber wird abgeleitet, wie gut man vor einer Infektion, Weitergabe oder Verlauf einer Krankheit geschützt ist. Die Ganzvirus-Totimpfstoffe, zu denen es ja auch Erfahrungen aus China und aus Amerika und in Ländern, die damit impfen, gibt, wird eine geringere Wirkung unterstellt, weil das S-Protein dort geringer ausgeprägt wird. Nun wissen wir aber natürlich, dass das S-Protein den höchsten Mutationen unterliegt und dass das Omikron-S-Protein mit dem Wuhan-S-Protein nur noch recht wenig zu tun hat. Und umso wichtiger ist es, dass man die antigengestützten, die über die konservierten Eigenschaften aller Coronaviren, die sie gemeinsam haben, schaut, wie man hier eine Immunantwort bilden kann, sowohl im Antikörperbereich als auch im T-Zell-Immunbereich, wie ich in vergangenen Videos ja bereits dargestellt habe. Hier können Immunreaktionen, also Memory Cells, nachgewiesen werden über ein Zeitfenster von 11 Jahren und länger zurück, weil es ja auch schon ein SARS-CoV-1 gab, an dem man sich orientieren kann. Das bedeutet, je breiter meine Immunantwort aufgestellt ist, und bei einem Ganzvirus hat man natürlich eine Immunantwort auf das ganze Virus, hat man auch eine breitere und gegenüber Varianten stabilere Immunität aufgebaut, als man das mit einer nur auf das Spike-Protein ausgerichteten Immunantwort erzielen kann. So, also um den Corona-Impfstoff VLA 2001 heißt es nun mit dem Datum vom 16.05. diesen Jahres,
dass die EU-Kommission den Kaufvertrag kündigen möchte. Dass also im Grunde genommen von denen, die in der Pipeline sind und die einen breiteren Impfstoff im Grunde genommen bieten können, genau dieser nun ausgebremst werden soll. Und es ist sogar zulässig, weil nämlich zum 30. April die Marktzulassung entsprechend vorgelegt hätte sein müssen und dass auch Unterlagen vorzulegen gewesen wären und nun ist es 2 Tage zu spät gekommen. Jetzt kann man natürlich aus formalen Gründen sagen, nö, das machen wir nicht mehr. Es stellt sich natürlich die Frage, ob dieser Formalismus bei dieser weitreichenden Bedeutung, die eine andere Qualität eines Impfstoffs haben kann, gerechtfertigt ist. Ich lasse es mal so stehen. Was gibt es aber an neuen Impfstoffen, die noch in der Pipeline sind? So hat man zum Beispiel intranasal, wir sprachen ja schon auch vor mehr als einem Jahr davon, dass es sinnvoll ist, mit einem Nasenspray oder einem über die Nasenschleimhaut applizierten Impfstoff eine Immunität zu erzeugen, die anders als bei subkutan oder intramuskulär verabreichten Impfstoffen dazu führt, dass sich auch auf der Schleimhaut eine Immunität entwickelt, nämlich das sekretorische Immunglobulin A. Und genau das hat man offensichtlich mit diesem mRNA- und Adenovirus-basierten SARS-CoV-2-Impfstoff herausgefunden. Und dieses setzen die Forscher, also dieses T4-CoV-2, an 5 Wochen alten immundefizienten Mäusen an. Und in dem Verumarm, also die dann geimpft werden, kriegen ihn intramuskulär oder über die Nase appliziert. Und die Vergleichsgruppe sind dann die nicht geimpften und auch nicht immunkompetenten anderen Mäuse. Und dann hat man eben geguckt, dass dieses Nanovakzin, Nano heißt ja wieder, es gibt keine Zellgrenzen, es kann überall hin, eine robuste mukosorale, also auf der Schleimhaut sich austobende, eine humorale, also im Grunde genommen antikörperbildende und zelluläre, also T-Zellimmunität, so natürliche Killerzellimmunität, Antwort aus. Und im Gegensatz zu der Kontrollgruppe, die nun nicht geimpft wurde, sah man, dass innerhalb von 7 Tagen nach der Infektion die geimpften Mäuse mäßig bis gar nicht an Gewicht verloren. Was so viel heißt, die wurden krank, aber nicht so schwer krank wie die anderen. Und insofern sieht man hier gute Antworten auf neutralisierende Antikörper, und zwar gleich gegen mehrere Virusvarianten. Dann eine ausgewogene TH1-TH2-Antikörperantwort mit normalen Zytokinreaktionen, also nicht mehr überschießende Hyperinflammationssyndrome, wie man sie im Zusammenhang mit Post-Vakzin-Syndromen beschreibt oder mit auch Long-Covid-Syndromen. Und eine stärkere CD4 und CD8 T-Zellimmunität und auch höhere sekretorische Immunglobulin A, Titer, also Schleimhautimmunität, wenn man denn die Schleimhaut spült. Und das bezieht sich am Ende dann auch auf die Lunge und vermutlich auch auf den Darm. Bei Hamstern ist man nun der Meinung, dass man mit einem Lebendimpfstoff arbeiten kann. Ein Lebendimpfstoff ist etwas, was wir ja auch schon kennen von der Masern-Mumps-Röteln-Impfung und wo man sich eine Zeit lang von Schwangeren fernhalten soll, damit man da nicht möglicherweise den Impfstoff überträgt. Und hier sind die Viren, also der sogenannte Impfstoff, Lebendimpfstoff, so weit abgeschwächt, dass es zu einer guten Immunität kommen soll, aber sich das Virus eben tatsächlich nicht wirklich vermehren können soll. Und man vermutet hier sogar so eine Art sterile Immunität erzielen zu können. Abwarten. Wenn wir dieses Wissen, was wir jetzt haben, mal zusammentragen zu dem, was wir über den genesenen Status eigentlich wissen, dann wissen wir ja, dass es eigentlich keinen besseren Impfstoff gibt als das eigentliche Virus. Denn das eigentliche Virus hat all das, was wir dem Impfstoff anerziehen müssen. Und es gibt die breiteste Immunantwort, inklusive dieses sekretorischen Immunglobulin A. Und wir wissen, dass auch das nicht zu einer sterilen Immunität führt, denn wir kennen genügend Menschen, die auch ein zweites Mal mit dem Virus sich infiziert haben.
Und wir kennen auch ganz viele Menschen, die trotz Dreifachimpfung sich auch mit dem Virus infiziert haben. Das heißt, wir erkennen hier, dass über diese Impfstoffvarianten, wie sie im Moment vorgestellt werden und deren Ziele, die dahinter stehen, schon aus dem Grundlagenwissen heraus zu erwarten ist, zumal sich das Virus ja auch weiter mutieren wird, wir keine sterile Immunität bekommen werden. Was man vielleicht erreichen kann, ist, dass man eine geringere Wahrscheinlichkeit hat, daran zu erkranken. Aber dennoch kann man, auch wenn man kein Krankheitsgefühl hat, ein Virusüberträger sein. Und das ist ja in mehreren Studien belegt. Jetzt geht es ja um das Thema der Impfpflicht und es geht auch um das Thema der einrichtungsbezogenen Impfpflicht. Und die wurde aus formalen Gründen ja jetzt gerade vom Bundesverfassungsgericht als rechtens bestätigt. Nun bin ich kein Jurist und ich will mich da auch in keinster Weise fachlich in irgendeiner Form einmischen, aber ich möchte ein paar Fragen stellen. Wenn ich also eine Immunität nachweisen kann, und das machen wir zum Beispiel bei einem anderen Impfstoff auch, dann haben wir doch, und das ist hier jetzt auf der Seite des Robert-Koch-Instituts, und da geht es um das Thema der Masernimpfpflicht in Kindergärten und eben auch im medizinischen Bereich, also eigentlich vergleichbar mit der einrichtungsbezogenen Impfpflicht. Und da kann man die Immunität durch einen Bluttest, sogenannte Titerbestimmung, feststellen. Die Kosten für das Attest müssen in der Regel vom Patienten selbst bestritten werden. Soweit, so gut. Das heißt, hier kann man genauso wie für Tetanus, Diphtherie, Kinderlähmung oder auch Keuchhusten oder auch, wenn es um solche Sachen geht wie den Hepatitis-Titer, hier habe ich mal eine PDF vom Gesundheitsamt genommen für Hepatitis A und B und da steht, die Hepatitis B-Impfung muss nach Biostoffverordnung Beschäftigten in medizinischen Einrichtungen mit Tätigkeiten, bei denen es regelmäßig zu Kontakt mit Körperflüssigkeiten von Patienten kommt, angeboten werden. Vor der Impfung werden als Screening-Test zum Ausschluss einer bereits durchgemachten Hepatitis B Anti-HBC-Antikörper bestimmt. Das heißt, es ist völlig üblich, bisher jedenfalls, dass man, bevor man eine Impfpflicht ausspricht, zunächst mal zulässt, zu gucken, ob man denn nicht schon immun ist, weil man durch eine durchlebte Erkrankung eine Immunität erworben hat. Im Moment ist es aber so, dass der Genesenenstatus nur dann vergeben wird, wenn man mit einem PCR-Test die akute Infektion nachzuweisen versucht. Und es wird nicht anerkannt, dass wenn man einen Antikörpertiter gegen das Nukleokapsid-Antigen hat oder eine sehr gute spezifische T-Zell-Immunitätsantwort hat, diese, die ja viel genauer darüber etwas aussagt, ob ich eine Immunität erworben habe, dem PCR-Test zumindest gleichzustellen und das Ergebnis der Aufforderung zur Impfung ebenfalls gleichzustellen. Auch Herr Professor Streeck hat ja sich bereits in dieser Richtung vor geraumer Zeit geäußert. Aber hier sehen wir für Sie eben anhand der aktuellen rechtlichen Aspekte, wie sie auch beim RKI vorgestellt werden, dass es da offensichtlich, zumindest für mich, einen Widerspruch gibt. Schaut man sich dann an, wie schlimm ist denn das jetzt eigentlich noch mit Corona und wie ist denn eigentlich wir wissen ja, es gibt keine Herdenimmunität, trotzdem ist das ja immer noch ein vorgegebenes Ziel. Und da gibt es eine Berechnung des Robert-Koch-Institutes, eine Modellrechnung und die ist also veröffentlicht worden und hier auch auf der Pharmazeutischen Zeitung verlinkt, am 3.5.22. Und danach geht man in dieser Modellierung davon aus, dass bis Ende März diesen Jahres nur noch 7% entweder nicht geimpft oder auch gar keinen Kontakt zum Virus gehabt haben sollen.
Und das würde ja bedeuten, dass wir haben ja nun heute, ich sag's mal, den 20. Mai, also roundabout 6 Wochen später, davon auszugehen, dass von Ende März bis jetzt nur noch ein verschwindend geringer Teil nicht immunisiert ist. Also ein so kleiner Teil, dass man fast davon ausgehen kann, wenn der nicht infiziert wird oder wenn der in Zukunft infiziert werden sollte, dann hat er nicht mehr die Bedeutung, die man dem Ganzen zuschreibt. Demzufolge kann man zumindest bei denen, die es durchlebt haben, annehmen, dass sie aufgrund der Kreuzantigenität, der konservierten Antigeneigenschaften der Coronaviren zwar erkranken, aber keinen schweren Verlauf nehmen werden und dass die, die bisher nur geimpft sind, sinnigerweise mit etwas aufgefrischt werden, was den bisherigen Impfschutz erweitert. Also nicht immer wieder das Gleiche bekommen, was ja zu einer gleichen Antwort führen würde. Wenn ich das Bundesverfassungsgerichtsurteil im Ergebnis bewerte, dann denke ich, sollte man berechtigt die Frage stellen, warum dort nicht gefordert wird, dass der Nachweis der Immunität gleichgestellt wird der Impfpflicht, weil im Ergebnis nämlich den Schutz anderer Menschen, schwächerer Menschen, ist durch eine nachgewiesene Immunität genauso gegeben wie durch eine nicht nachgewiesene Immunität, aber mit einem Bappal, dass man die Impfung bekommen hat im Impfpass. Und da gibt es ja auch einige, die gar nicht zu einer vernünftigen Impfreaktion im Sinne der Immunität in der Lage sind, wie ich ja in vergangenen Videos auch schon gezeigt habe. Und es drängen sich mir noch zwei Ungereimtheiten auf. Wir haben ja vor gar nicht so langer Zeit, einige Jahre ist es her, die Situation gehabt, dass ein Flugzeug entführt wurde und es stand ja im Raum, dass dieses möglicherweise zum Absturz gebracht wird, um viele andere Menschen durch diesen Unfall ums Leben zu bringen. Und dann gibt es ja eine Entscheidung, dass man dieses Flugzeug nicht abschießen darf, um die anderen Menschen, die möglicherweise durch diesen Unfall verunglücken würden, davor zu bewahren. Weil man nicht ein Leben gegen das andere abwägen darf. Kürzlich, nicht mal ein Jahr her, gab es eine Entscheidung, dass behinderte Menschen im Falle eines Krankheitsanfalls im Krankenhaus genauso behandelt werden wie eben nicht behinderte Menschen. Dass also auch hier im Sinne einer Triage nicht aufgrund der Grundvoraussetzung einer Behinderung ein Unterschied in der Behandlungsreihenfolge vorgenommen werden darf. Was ich auch für gut halte und was sich auch mit meinem humanistischen Grundverständnis und überhaupt mit meinem Rechtsverständnis auch als Arzt deckt. Was ich jetzt aber nicht verstehe, ist, warum die Person, die besonders geschützt werden muss, höherwertiger scheinbar eingeschätzt wird als der wissenschaftskundige, im medizinischen Sektor tätige Mensch, der aufgrund seiner Fachkompetenz zu irgendeiner Entscheidung kommt oder der bereits genesen ist und sagt, warum soll ich mich jetzt noch impfen lassen, hier einem Zwang ausgesetzt wird, der nicht dazu führt, dass das Immunergebnis sich verbessert, wohl aber das Risiko eingeht, durch die Impfung eine Nebenwirkung zu bekommen, die man auch hätte vermeiden können und die dem Ziel, dem Schutz des anderen, nicht wirklich einen Schritt nach vorne bringt. Und diese Fragen stellen mir übrigens auch eine ganze Reihe von Patienten mit großem Unverständnis. Und vielleicht ist dieses Video eine Möglichkeit, dass dazu berufene, juristisch fachkompetente Menschen es so populationswissenschaftlich und für jedermann verständlich darstellen, dass dieser Widerspruch aufgelöst wird und dass sozusagen aus einem gemeinsamen Verständnis heraus auch eine
gemeinsame Vorgehensweise aus tiefster Überzeugung heraus mitgetragen werden kann. An dieser Stelle möchte ich noch ein bisschen eingehen auf das Thema Long-Covid. Long-Covid ist ja etwas, was als sogenannte Volkskrankheit schon prognostiziert wurde, wo aber die ersten Beobachtungen zeigen, dass die meisten Menschen, die also durch die Erkrankung oder die Impfung zu einer erheblichen Schwäche kommen, nach 3 Monaten auch wieder auf ein normales Leistungsniveau zurückkehren. Es wird also keine große Volkskrankheit sein. Unabhängig davon gibt es aber nicht gerade wenige Menschen, die leider nicht zu dieser Verbesserung kommen. Und da scheint es wohl so zu sein, dass man lange Zeit Virusfragmente nachweisen kann in verschiedenen Flüssigkeiten des Körpers, aber wohl hauptsächlich am einfachsten im Stuhl. Und das geschieht auch mit einer Polymerase-Kettenreaktion. Und so wird mittlerweile von einigen Wissenschaftlern gefordert, dass so eine Long-Covid-Erkrankung eigentlich immer damit einhergehen muss, dass auch immer noch Virusfragmente oder auch ganze Viren gefunden werden. Und insofern ist das ein wichtiger Hinweis, wo man dieser Erkrankung noch auf einer anderen Ebene zu Objektivität verhelfen kann. Und es ergibt sich daraus noch eine ganz andere Frage, nämlich, nehmen wir mal an, Sie sind an Corona erkrankt und sind in einer geografischen Situation, aus der heraus Sie nicht zu einem Testzentrum kommen können. Es wird also kein Test gemacht. Sie kriegen also keinen Genesenenstatus. Und es geht Ihnen möglicherweise danach auch nicht wirklich gut. Und man würde jetzt im Stuhl mit dem Polymerase-Kettenreaktionstest das Virus nachweisen. Wäre das dann die Grundlage für einen Genesenenstatus? Auch das ist eine Frage an einen Juristen oder vielleicht auch an das sogenannte Expertenteam, um darauf mal eine Antwort zu publizieren. Meistens geht diesen Menschen mit dem Long-Covid auch eine andere Erkrankung voraus. Das heißt, sie haben schon lange Zeit mit humanem Herpes simplex Virus 6 oder mit dem Epstein-Barr-Virus oder mit anderen Viren, manchmal ja auch nach Grippe oder Zytomegalie oder zu tun und zu kämpfen gehabt und sind nicht wieder in ruhiges Fahrwasser gekommen. Dann sieht man in der Regel hohe Antikörpertiter, aber eben eine schlechte T-Zellimmunität, weil ansonsten würden diese Viren in dem Moment, wo sie sich in den Zellen vermehren, ja bereits als solche erkannt werden und diese Zellen würden abgetötet werden und wir bräuchten gar keine Antikörper. Ist auch ein Grund dafür, warum die Genesenen zunächst etwas höhere Antikörper bilden und dann, wenn sie die Erkrankung überwunden haben, auch wieder einen Abfall der Antikörper haben. Und das bereits nach wenigen Wochen. Aber diese kompetente Immunantwort vergisst ja nicht. In dem Moment, wo sie wieder in Kontakt zu der Erkrankung kommt, also zu dem Auslöser der Erkrankung, werden diese Zellen wieder expandiert, also vermehrt und kommen sehr früh und sehr kompetent in Kontakt zu dem Feind und können die Erkrankung auf einem niedrigen Niveau bekämpfen. Darüber hinaus erwartet man eigentlich, dass diese Menschen, wenn sie denn mit Viren in Berührung kommen, einen relativ hohen Interferon-Gamma-Titer brauchen, damit sie eine virusabtötende und die TH1-Antwort stimulierende Immunantwort in Gang bekommen. Und es gibt Menschen, die können das aus genetischen Gründen nicht. Es gibt aber auch Menschen, die können das aus genetischen Gründen sehr, sehr gut und sind trotzdem erschöpft. Und hier rede ich gerade von einem Fall, den ich gerade interpretiert habe, wo wir das wirklich auch genetisch haben zeigen können und wo trotzdem eben ein postvirales Syndrom als Grundlage besteht und auch die Erschöpfung entsprechend besteht und wo man davon ausgehen muss, dass wenn über viele Jahre die T-Zellimmunität nicht effektiv arbeitet, sich dann auch die Bildung der Interferone erschöpft. Und so sieht man bei denen, die ein Long-Covid haben, im Verlauf eher ein
zu schwaches Immunsystem, also wenn man Zytokinstatus sich anschaut, viel zu niedrige Zytokine, fast schon im Bereich von nicht nachweisbar, sodass also auch auf dieser Schiene geschaut werden muss, was brauchen die Mitochondrien der Immunzellen, welche Mikronährstoffe sind hier sozusagen das schwächste Glied der Kette und begrenzen die Regeneration. Auch hier benötigt man Zeit und auch hier muss man schauen, womit man dann möglicherweise auch die Zytokine wieder stimulieren kann. Eine wichtige Erkenntnis im Zusammenhang mit diesen chronischen Verläufen scheint also diese Virusreplikation zu sein. Und es stellt sich die Frage, was ist denn mit dem Spike-Protein durch die Impfungen? Ist denn bei denen, die einen chronischen Verlauf haben, so ein Spike-Protein auch nachweisbar? Dafür habe ich bisher noch nichts gefunden, wo ich das Blut würde einschicken können, um es entsprechend zeigen zu können. Aber ich denke, es ist eine wichtige Frage, um auch hier eine kontinuierliche Aktivität des Immunsystems in der Auseinandersetzung mit dem Impfstoff zu ergründen. Wir sehen bei diesen Long-Covid oder auch Post-Vakzin-Syndromen in einer gar nicht so geringen Anzahl auch agonistische Autoantikörper gegen G-Protein gekoppelte Rezeptoren. Das Thema ist sehr kontrovers diskutiert und die Kassen verweigern durch die Bank weg die IgG-Immunadsorptionsapherese. Das lassen wir jetzt mal so stehen. Und ich erkenne auch bei Patienten, die sehr messfreudig sind, also häufig hintereinander ihren Zytokinstatus oder auch ihren Antikörperstatus messen lassen, dass es durchaus auch ohne Therapie Momente gibt, wo dieser Antikörper nicht messbar ist, dann aber nach kurzer Zeit wieder in voller Breite da ist, zum Beispiel 6 von 7 nachweisbaren. Die Symptomatik ist häufig so, dass wenn man den Antikörper nicht messen kann, und das ist eigentlich die gefährliche Phase, weil dann fast über 21 Tage und länger fest am Rezeptor an und macht dort seine Überstimulation, dass es fast symptomlos ist. Und wenn dieser Antikörper dann wieder loslässt, dann beginnen offensichtlich diese Beschwerden. Und das ist mir zumindest in 2 Fällen berichtet worden und in einem Fall kann ich es auch selber dokumentieren. Es ist vergleichbar mit dem Symptom der eingeschlafenen Füße. Wenn Sie vertieft in eine Tätigkeit in der Hocke oder im Schneidersitz oder wie auch immer auf der Ferse sitzen und vor sich hin bröseln, merken Sie nichts. Aber das Problem, nämlich das Andocken der Antikörper, in diesem Fall der eingeschränkten Durchblutung, des Abklemmens der Nerven, besteht. Jetzt stehen Sie auf und Sie kriegen ein Gefühl, wo Sie denken, oh nee. Und wenn Sie nicht wüssten, dass das bald vorbei ist, würden Sie sich sofort wieder in die Ausgangsposition bringen. Und das ist das, was man mit der Immunadsorptionsapherese erreichen möchte, dass diese Antikörper verschwinden und dass die Rezeptoren wieder frei werden und dass sie sich erholen. Und das geht durchaus auch mit einer Schwächung einher. Und diejenigen, die diese Therapie schon mit sich haben machen lassen, berichten eigentlich davon, dass zunächst eher die motorischen, körperlichen, somatischen Beschwerden besser werden, während die Thematik des Brain Fogs länger braucht. Und als ich jetzt vor kurzem mich mal so ein bisschen mit dem Thema der Pro-Resolving-Mediatoren beschäftigt habe, dabei handelt es sich um Substanzen, die aus solchen Fettsäuren wie EPA und DHA, also Algen- oder Fischöl, gebildet werden, mithilfe des angeborenen Immunsystems und der darin enthaltenen Enzyme, im speziellen Maße auch mit den eosinophilen Granulozyten, die ja immer eins meiner Themen im Zusammenhang der intravenösen Sauerstofftherapie nach Dr. Regelsberger sind und bei Eosinopenie natürlich geringer funktionieren. Aber ich habe hier eine Studie gefunden oder eine Review kann man fast sagen, wo eben verschiedene Eigenschaften dieser Pro-Resolving-Mediatoren, aus denen dann die Resolvine, Maresine,
Protektine entstehen, also die spezialisierten Pro-Resolving-Mediatoren, die dann dazu beitragen, chronische Entzündung zur Ausheilung zu bringen. Und da bin ich darauf gestoßen, ich will es mal vorlesen, die auflösungsfördernden und entzündungshemmenden Wirkungen von RVS, also Resolvinen, werden hauptsächlich durch spezialisierte G-Protein gekoppelte Rezeptoren erreicht. Gegenwärtig wurden mehrere Resolvin-Rezeptoren identifiziert. Dazu gibt es die Tabelle 1. Kann man hier groß machen und im Detail gucken. Und bei der Auflistung dieser verschiedenen Subtypen der Resolvine sehen Sie dann auch gleichzeitig die verschiedenen Rezeptoren, die dazu gefunden wurden. Und Sie sehen auch, mit welchen Zellsymptomen oder Zelltypen die zu tun haben. Es gibt also hier die Makrophagen, es gibt die Nervenzellen, die Astrozyten, die Mikroglia, wir haben die Neuronen und insofern sehen wir auch bestimmte Orte, an denen diese ihren Job machen. Hier rechts sehen Sie die Studien, wo das gefunden wurde. Und hier haben wir etwas mit dem Gedächtnis und mit dem Gefühl zu tun. Hier haben wir was mit der Person, also mit der Persönlichkeit zu tun. Und die Makrophagen entstehen ja aus den Monozyten und es gibt M1 und M2 Makrophagen. Und die M1 Makrophagen sind die proentzündlichen. Und wenn es gelingt, die sozusagen mit diesen Resolvinen zur Ausheilung zu bringen, dann kann man natürlich diese überschießenden Reaktionen, die über die G-Protein gekoppelten Rezeptoren vermittelt werden, verkleinern. So, ich gehe zurück zu dem Text, wo ich war, Tabelle 1. Die Wirkung von Resolvin D1 wird durch den G-Protein gekoppelten Rezeptor GPR32 und, das ist natürlich jetzt wissenschaftlich, ALX FPR2 vermittelt. Und sowohl der GPR32 als auch der ALX werden in T-Zellen, also T-Lymphozyten und in ihren Untergruppen exprimiert. Und hingegen diese ALX und FPR2 auch in Gliazellen und Neuronen. Und damit ist nämlich das Thema Brain Fog und damit ist auch das Thema der eingeschränkten T-Zellimmunität, warum also sozusagen die Zellen, in denen sich die Viren vermehren, nicht als solche erkannt und abgetötet werden, eigentlich schon durch diese Wissenschaftler 2019 und 2016 vielleicht in dem Zusammenhang so nicht beschrieben worden, aber zumindest eindeutig erkannt worden. Und ich denke, dass es sinnvoll ist, sich hier zu vertiefen. Und das Schöne, PRMs kann man kaufen, die kann man einnehmen und man kann für sich selber gucken, ob man damit über den Tag verteilt nicht eine Verbesserung hinbekommt. Und das ist etwas, was jeder machen kann. Und damit, mit diesem Ausblick auf was kann ich selber tun, möchte ich das heutige Video schließen. Hoffe, dass die Themen für Sie wieder mal spannend waren und werde demnächst detaillierter auf die Einzelfunktion dieser PRMs eingehen. Da soll eine kleine Kurzserie folgen. Bleiben Sie dran, schönes Wochenende, Ihr Dr. Michael.